Zarte Blüten und grüne Stiele. Die Schönheit der Natur in Form und Farbe. Im Florist steckt immer auch noch ein Teil Künstler und ein Teil Handwerker. Wie viel kommt immer auf die Person im Einzelnen an. Wenn Josef Dirr einen Blumenstrauß bindet, ist es ein Akt der Kreativität, bei dem Hände und Herz zusammenkommen. Ich bin Florist, weil ich Blumen, Farben und Natur liebe. Der Tag des Floristen fängt oft schon um 4 Uhr früh auf dem Großmarkt in Stuttgart an. Er findet dort Vielfalt und Frische. Hier beim Händler seines Vertrauens beginnt die Komposition. Aus der Fülle an Formen und Farben wählt er das Passende aus. Jede Blüte hat eine andere Eigenschaft. Die eine ist etwas flauschig, die andere ledrig, andere sind rund oder spitz und leicht. Es kommen Grün dazu, es kommen ein bisschen Pinktöne dazu. Es kommt einfach ganz viele Blüten, die verschiedene Formen haben, zusammen, um die Kombination abzurunden. Wenn ich nicht im Herbst Tulpen kaufe und im Winter eine Sommerblüte, dann habe ich eigentlich eine gute Qualität. Du siehst das Stadium der Blüte, das ist ein Erfahrungswert, der erst über die Jahre zustande kommt. Man sieht, ist eine Blüte schon länger auf Wasser gelagert oder ist sie frisch geschnitten, ist sie zum richtigen Zeitpunkt geschnitten. Das hat einen Ausdruck in der Blüte, den man sieht. Diese Blüten sind so, wie er sich das wünscht. Sie sind hier noch nicht komplett geöffnet. Sie haben eine leuchtende Farbe. Sie wirken nicht glasig, nicht matt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass sie frisch ist. Das Blattgrün welkt auch nicht. Das ist auch ein typisches Zeichen, dass es frisch geschnittene Ware ist. Genug Material für den bevorstehenden Auftrag. Ein Blumenstrauß und ein Gesteck für ein Firmenjubiläum. Josef Dirr ist baden-württembergischer Landesmeister der Floristen und in einem Blumenfachgeschäft in Filderstadt angestellt. Seine Arbeitgeberin Verena Kraft unterstützt ihn auch bei seinen Vorbereitungen auf den kommenden Bundeswettbewerb der Floristen in Berlin. Im Kühlhaus findet er noch Beiwerk. Frisches Bindegrün und dekoratives Blattwerk gehören zu einem schönen Blumenarrangement dazu. Beiwerk verbindet Formen und Farben und gibt den Werkstücken Volumen. Also die wichtigsten Werkzeuge im Schnittblumenbereich sind das Messer und die Schere. Verarbeiten mit Draht gibt es dann noch eine Flachzange. Scharf muss das Werkzeug sein. Und es braucht geschickte Hände. Als erstes werden die Blumen geputzt und ins Wasser gestellt. Mit dem Putzen wird die Wasserversorgung reguliert. Das Wasser wandert im Stiel von unten nach oben. Die Blätter sind unten als erstes in der Versorgung drin und oben kommt erst die Blüte. Je mehr Blattbeiwerk da ist, umso mehr Energie geht schon im Blatt oder im Verlauf verloren. Das ist wie bei uns, wenn wir ein bisschen dünner sind, sind wir ein bisschen vitaler. So lange Triebe entfernen wir auch. Diese bringen einfach das Produkt Blumenstrauß nicht zur Geltung, sondern es ist dann ein Grünstrauß, was wieder einen ganz anderen Aspekt hätte. Das ist so dann eher im Brauchtum in Bayern, sowas mit Kräuterbüschel oder sowas. Weil es geht mir jetzt im Strauß darum, dass ich möglichst viel Farbe transportiere. Alles, was an Grün mit drin ist, nimmt eigentlich der Blüte die Wirkung wiederum weg. Der Floristmeister entfernt die Blätter sehr genau. Blätter lassen das Blumenwasser faulig werden. Fauliges Wasser
dass einfach schneller Bakterie in den Stiel, in die Blüte reinkommt. Das wäre vergleichbar mit einer Blutvergiftung bei uns. Und hier ist es auch deutlich wichtig, dass das einfach so gut wie möglich raus reduziert wird. Josef Dirr arbeitet gerne mit Zweigen. Wir in Stuttgart haben einen großen Vorteil, dass wir viele regionale Händler haben, welche uns noch Zweige schneiden können und diese anbauen. Wir im Laden schneiden selber nicht, weil wir keine Gärtnerei mehr haben. Die Zweige bringen Stabilität und Volumen. Um eine Luftigkeit in einen Strauß zu bekommen, brauche ich manchmal was, wo mir die ganze Sache in die Breite bringt. Weil wenn ich nur Blüte an Blüte mache, dann kriege ich ein kurzes, kompaktes, enges Gesteck, was man allgemein als Biedermeier bezeichnet. Was wir momentan als luftig und zeitgemäß empfinden, brauchen wir einfach etwas, das unseren Strauß Freiheit der Blüten und eine gewisse Großzügigkeit verleiht. Er reduziert das Gehölz auf seine kantige Form und die Knospenansätze. Ich bin immer der Meinung, so eine schöne Formbewegung gibt dem Ganzen einfach auch eine gewisse Ästhetik. Wir machen jetzt weiter mit der Zellulose. Diese hier kommt jetzt vom Bodensee, von der Insel Reichenau. Ich wollte schon Mainau sagen, da gibt es auch Blumen, aber sie kommt von der Reichenau. Hier gehen einfach von der äußeren Bahn manchmal ein Haar mit ab. Dünn schälen, fast wie beim Spargel. Wenn man einen schönen Stiel hat in der Vase, der so eine Färbung hat, so eine Rot-Grün-Färbung, ist das was Wunderschönes. Es ist nicht immer nur die Blüte, das, was die Farbe transportiert oder die Gestaltung transportiert. Das geht eigentlich schon im Stiel und in deren Verlauf los. Die Zelosie wird wegen ihrer Blütenform auch Hahnenkamm genannt. Wir haben jetzt die Astilbe. Es ist momentan eine sehr beliebte Sommerstaude, die durch Social Medien sehr gehypt wird. Es ist eine Halbschattenstaude, wächst auch hier. Und dort entfernen wir jetzt auch nochmal alle Triebe, damit wir einfach diese Oberfläche oben sehr schön haben. Natürlich verblühen nicht immer alle Blüten in einem Blumenstrauß gleichzeitig. Man lässt Blüten durchaus eintrocknen und auch weiterhin als Bestandteil der Dekoration stehen. Wie zum Beispiel die Hortensie, die auch trocken noch schmuckvoll aussieht. Hier werden auch alle Teile, die überflüssig sind, entfernt. Meistens ist es so, dass dann genau die dicken Stellen sonst in der Bindestelle sind. Ich muss diese nachher dann auch mit der Hand greifen können. Und gerade bei großen Sträußen ist es sehr wichtig, dass diese Stiele gut geputzt sind, damit ich einfach das Volumen der Stiele auch halten kann. Nicht jede Blume ist zu jeder Zeit regional verfügbar und der ökologische Fußabdruck ist ein kompliziertes und umstrittenes Thema. Jetzt kommen die meiste Ware schon aus Ecuador bei unserem Händler oder aus Afrika. Ecuador hat den Vorteil, dass die Blüte dort bei tags guter Wetter, nachts kaltem Wetter wächst. So wächst sie ein bisschen langsamer als in einem durchgeheizten Gewächshaus. Ein langsames Anwachsen, wie zum Beispiel auch bei einer Tulpe, heißt auch ein langsameres Verblühen. Das macht einen Qualitätsunterschied deutlich aus. Wenn eine Blüte relativ schnell produziert wird, schnell anwächst, dann hat die einfach keine so tolle Zellstruktur, dass sie lange halten kann und lange Freude gibt. Blumen werden weltweit bezogen.
Es gibt immer wieder regionale Produkte, jedoch kann man nachhaltig nicht das ganze Jahr in Deutschland anbauen. Ich denke, dass zu gewissen Zeiten es besser ist, manchmal etwas einfliegen zu lassen, wie hier sehr viel in Heizkosten zu investieren. Da habe ich zwar einen kleineren Lieferweg, aber die Produktion muss in unsere Überlegungen auch mit eingeschlossen werden. Trotzdem bevorzugt Josef Dirr, wo auch immer möglich, Blumen aus regionalem Anbau. Es gibt natürlich bei uns wie in allen Branchen auch deutlich Verpackungsmüll. Wir kommen darum nicht drum herum, Blumen nicht zu verpacken. Wir hätten hier in dem Fall, das sind relativ empfindliche Blüten, ich würde eigentlich mehr Ausschuss haben. Das wäre deutlich ökologischer, wie einen Bund mit 15 oder 20 Stielen zu verpacken. Unempfindlichere Sachen wie hier das Wachskraut oder der Eukalyptus wird unverpackt gehandelt. Man versucht schon, den Müll zu reduzieren, aber man kommt nicht drum herum. Die Gerbera wird wegen ihrer schweren Blüte oft mit Draht gestützt. Gerbera, wenn sie eine gute Qualität haben, würde ich persönlich nicht mehr stützen. Da hat das Stützen nicht das Welken verhindert, sondern nur das Umknicken. Wenn die Blüte so eine feste Bewegung hat und in einem lockeren Strauß die Bewegung machen darf, lasse ich sie. Hier haben wir das Kappgrün, das ist eine Proteinsorte auch. Diese Proteinsorte hat verschiedene Blattfärbungen drin und die besticht durch das Rot. Hier brauche ich einfach dieses Rot und dieses Ledrige von der Textur, um die Kombination abzurunden. Das macht es halt spannend, wenn wir da was Flauschiges, Ledriges zusammenbekommen. Die Vorbereitung der Blumen nimmt je nach Verwendung viel Zeit in Anspruch. Blumen für ein kurzes Gesteck sind schnell geputzt. Ein Brautstrauß zum Beispiel wird penibel vorbereitet. Wenn ich jetzt einen Brautstrauß binde, dann werde ich die Blumen wie hier auch deutlich aufwendiger verarbeiten. Das wird auch deutlich enger, blumiger gebunden, um diesen ganzen Tag durchzuhalten. Ich meine, das ist ein Werkstück, das muss wahnsinnig viel mitmachen und mitfeiern. Und dementsprechend müssen die Materialien verarbeitet werden. Wenn man es genau nimmt, das erste Schmuckstück oder das erste Präsent, wo theoretisch der Bräutigam der Braut schenkt, wenn sie es zulässt. Ich bin da in einem kleinen Werkstück halt auch exklusiver. Dadurch kommt ein anderer Preis auch zustande. Das summiert sich einfach so nach oben. Eine Blume aus dem, egal woher wir sie beziehen, ist nach wie vor ein Luxusprodukt. Für die Existenz unnötig, aber fürs Gemüt wichtig. Der erste Teil des Auftrags ist ein üppiger Blumenstrauß. Dazu legt sich der Meister die Auswahl an Blüten, blühendem Beiwerk und Grün, die er gerne verarbeiten möchte, auf seinen Arbeitstisch. Josef Dirr hat ein Bild von Formen und Farben in seinem Kopf. Wie er dieses Bild nun real werden lässt, ist eine Mischung aus Handwerk, Fachwissen und künstlerischem Gestalten. Also für mich ist jetzt bei so einem Strauß es wichtig, dass es eine Kombination von verschiedenen Sachen ist. Die Mitte würde ich jetzt nicht unbedingt mit der größten Blüte machen. Das ist aber eine reine Interpretationssache. Jeder macht das ein bisschen anders. Es wirkt halt ein bisschen lockerer, duftiger, wenn ich nicht unbedingt in der Mitte so was Präsentes drin habe. Das verbindet sich dann nicht so komplett mit dem anderen, wenn ich die größte Blüte in der Mitte drin habe. Eine Hortensie würde ich in die Mitte machen, wenn ich nur eine Hortensie mit etwas Beiwerk aufbinde.
Hier in so einer Kombination ist es doch deutlich reizvoller, wenn sich da diese verschiedenen Blüten miteinander verbinden. Er arbeitet von innen nach außen. Die Mitte des Straußes bildet den höchsten Punkt. Alle Pflanzenstiele werden spiralförmig angelegt. Hier ist es von der Abfolge, dass ich versuche oder im Gesamten es so gestalte, dass nicht immer die gleichen Blüten direkt nebeneinander sind, sondern es einfach eine interessante Abfolge wäre, wie sie auch draußen in einem Garten zum Beispiel wäre. Da würde das ja auch in so einem schönen Bauerngarten oder wenn ich in einen Park gehe, dann würde ja auch nicht immer gleich das Gleiche neben dem nächsten wachsen. Wenn ich so ein gemixtes Beet habe, das besteht durch verschiedene duftige Sommerblumen, durch, sagen wir, Stauden, die wir alle mit drin haben, dann wäre das ja so, dass da alles durcheinander wächst, dass da alles ineinander übergeht. Und dann spitzt mal was mehr raus, dann kommt mal ein Beiwerk drüber, dann wächst was kürzer. Das ist eigentlich die Kombination, die da entsteht. Grün und Blüten fügt er zu einer ausgewogenen, natürlichen Mischung zusammen. Das Beiwerk schafft die Verbindung zwischen den einzelnen Elementen. Als Beiwerk sehen viele praktisch ein Grün wie der Eukalyptus, wie hier den Knallerbsenstrauch, hier so einen Fruchtstand von der Anemone. Das wird so im Allgemeinen nicht als offensichtliche Blüte, sondern eigentlich als Begleiter wahrgenommen. Wenn man etwas hat, wo ein von Haus aus eine Spreizung hat, wie hier diese Zweige oder der Eukalyptus, diese schaffen diese ganze Freiräume in der Gestaltung, in den Stilverläufen. Und dann kommt halt auch so eine Tiefenwirkung im Strauß zum Tragen, dass man nach unten sehen kann und nach oben. Würde ich das nicht machen, hätte ich eher wie so einen dicken Strauß, der eher üppig barock anmutet. Ich halte den Strauß in der anderen Seite, weil rechts meine Arbeitshand ist. Alle Stiele, die ich verwende, lege ich in eine Richtung an. Hier ist es gegen den Uhrzeigersinn. Hier habe ich es so, dass ich fest werde und die Stiele dabei nicht abdrücke. Ein klassischer Strauß ist das Werkstück, das eigentlich gebunden ist und überreicht wird. Die Franzosen sagen Bouquet dazu. Bouquet in Deutschland kann ein Gesteck sein. Es kann ein Bouquet zum Anstecken sein, es kann ein Hochzeitsbouquet sein, es kann aber auch ein Trauerbouquet sein. Das ist nicht auf ein Werkstück fixiert, dieser Begriff. Hier ist es sehr schön, dass ich in einem Werkstück auch Sachen habe, die diese Bewegung nach unten machen. Wenn ich einen Strauß oft von der Seite angucke oder es eine Verbindung mit einer Vase eingeht. Bei einem Strauß in der Größe sehe ich natürlich nicht von der einen Seite zur anderen. Von daher wird er auch immer mal wieder gedreht. Was wenn es größer wird, auch oft üblich ist, ist, dass ich die zweite Hand zum Drehen mitnehme, damit ich einfach die Stiele, weil ich sie jetzt nicht mehr alle komplett umschließe, komplett mitnehme und oben diese Gestaltung nicht zu sehr verwende. Josef Dirr hat seinen Meistertitel in Österreich gemacht und ist daher Blumenbindemeister, was dem Floristmeister bei uns gleichzusetzen ist.
Die voluminöse Schönheit hat Gewicht und ist kaum noch mit einer Hand zu fassen. Ein paar Kleinigkeiten fehlen aber noch. Ich denke, dass alles, was jetzt im mittleren Segment des Straußes passieren sollte, natürlich im äußeren Segment sich schon auch mal widerspiegeln. Etwas, wo so rausspricht, darf ruhig auch überall mit zum Tragen kommen. Nicht nur in der Mitte. Wir binden das jetzt zusammen und dann schneiden wir es ab. Jetzt. Das Ende des Gärtnerbasts legt der Florist über seinen Ringfinger und fixiert ihn mit dem kleinen Finger. Dann schlingt er den Bast über der Hand mehrmals fest um die Taille des Straußes und knotet die Enden zusammen. Hier nehme ich die Sache dann ab. Deswegen brauche ich jetzt auch einfach eine große Vase, wo unten breit ist, weil sonst wird es im Strauß das zusammendrücken und dann mache ich oben auch wieder die ganzen Blüten enger. Wir gehen bei Schnittblumen von einer Durchschnittshaltbarkeit von einer Woche aus. Wenn die Leitbahnen mit einem scharfen Messer in einem langen, schrägen Anschnitt geöffnet werden, damit die Wasserversorgung stimmt. Und wenn alle 3 bis 4 Tage das Wasser komplett ausgetauscht wird und dabei auch die Vase sauber gespült, ersetzt dies das chemische Frischhaltemittel. Dann haben Bakterien wenig Chancen, das Wasser in eine brackige Brühe zu verwandeln. Weit über 200 Pflanzenstiele haben sich jetzt zu einem floralen Meisterwerk zusammengefunden. Es berührt durch das Auge direkt die Seele. Ich liebe es, wenn ich Blumen geschenkt bekomme. Ich habe einen großen Respekt davor, wenn andere etwas für mich gestalten. Auch wenn es nicht mein Geschmack, als wenn ich es anders gemacht hätte. Das kommt bei mir so in die Vase. Also muss ganz schier sein. Also es muss vom Supermarkt sein, dass ich es aufmache. Teil 2 des Auftrages ist das passende Gesteck für den Empfangsbereich einer Firma. Dazu nimmt Josef Dirr wieder Zweige aus heimischem Anbau zur Hand und klemmt sie zu einem Gitter in eine Schale. Das ist ein Unterbau, eine Steckhilfe, in den ich die Blumen dann einfügen kann. Wenn man anfängt, hat man immer das Gefühl, das Ganze hält gar nicht. Und erst durch das Einfügen von vielen Elementen kriegt das eine Stabilität. Es ist jetzt bald so stabil, dass ich hier anfassen kann. Wir befestigen jetzt einige Zweige nach oben als Stehhilfe für die Blüten, in der diese auch ein bisschen einen Rahmen und eine gewisse Festigkeit kriegen. An manchen Stellen habe ich jetzt auch sogar extremes Glück, weil ich da so eine Verdichtung habe, dass ich es klemmen kann, so wie unten, dass ich die Stabilität durchs Verklemmen bekomme. Und wo nichts klemmt, hilft ein kurzes Stück Bindedraht. Josef Dirr hat schon an vielen Floristikwettbewerben teilgenommen, sowohl als Teilnehmer, Helfer und als Juror.
Diesmal wird er als Landesmeister Baden-Württemberg bei der Deutschen Meisterschaft vertreten. Vor einer Meisterschaft bekommt man eine detaillierte Ausschreibung. An der Landesmeisterschaft hatte ich eine Pflanzschale zu erstellen, einen Tischschmuck zu fertigen und einen Strauß zum Überreichen zu binden. Ich werde jetzt die Blüten, die ich verwende, sofort anschneiden und einstellen ins Wasser, da diese ja direkt ins Wasser kommen und so der Kunde das gar nicht mehr anschneiden muss, sondern gleich mit einer Wasserversorgung bekommt. Das Gesteck wird mit den gleichen Blumen bestückt wie der Strauß. Josef Dirr arrangiert die Blüten, das blühende Beiwerk und das Grün in verschiedenen Ebenen. Ich liebe Blumen der Jahreszeit. Das kann sehr differenzierend sein zwischen großer Üppigkeit und bizarrer Kargnis. Bizarre Kargnis wäre kahle Zweige im Frühjahr, im Januar ohne Blattbesatz. Kann ich genauso als toll empfinden, wenn nach und nach leichtes Grün rauskommt aus Braun. Kann für mich den gleichen Reiz haben wie 100 Tulpen. Blumen berühren Menschen. In Trauerfällen kann Josef Dirr mit seiner Arbeit Trost spenden. In anderen Fällen freuen sich Rosenkavaliere über seine Unterstützung. Eine größere Anzahl an Rosen wird schon jeden Tag verkauft. Groß ist natürlich auch immer ein dehnbarer Begriff. Im Schwabenland ist ein Dutzend Rosen auch schon eine Anzahl. Ich denke, wenn man den Weltfrieden retten muss, dann helfen Blumen immer. Die meisten Kunden wünschen kleinere Blumensträuße in einer Preislage zwischen 25 und 50 Euro. Für Sonderanfertigungen wie hier werden individuelle Preisabsprachen getroffen, die in die Hunderte gehen können. Nach oben hin gibt es keine Grenzen. So entsteht ein florales Kunstwerk. Es gibt gewisse Ansätze, an denen Blumen zur Kunst gehören, aber ich würde mich jetzt nicht als Künstler definieren. Die letzte Blüte. Und setze es ein und dann bin ich eigentlich auch fertig mit meinem Resengesteck. Eine Augenweide, an der sich der Betrachter kaum satt sehen kann. Und ist der Meister zufrieden? Ja klar, sehr. Die volle Wirkung wird es dann vor Ort entfalten. Ich finde immer, wenn die Kombination von Gestaltung und Raum aufeinandertreffen, kommt immer noch mal eine größere Wirkung zustande. Blumen können mehr sein als nur eine Ansammlung von Blüten, eine majestätische Symphonie aus Farben und Formen, eingefangen in einer kunstvollen Komposition, aber vergänglich. Manchmal ist Kunst auch in der Erinnerung sehr schön. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.